Wir zeigen dir heute 2 Kartenideen mit dem Stempelset ohne Altersgrenze. Du hast richtig gehört, ich habe wieder Besuch in meiner Kreativwerkstatt. Annalena ist da und wir basteln gemeinsam zum Thema des Tages in unserer 14-Tage-Challenge Kartenfrühling. Thema des Tages, Tag 12, Muttertag und Vatertag. Wir haben uns recht spontan für dieses Stempelset entschieden. Also, los geht's, du kannst gespannt sein auf die Ergebnisse, wir sind es auch. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und du hast schon gehört, ich habe heute wieder Besuch da. Die Annalena ist da aus meinem Team. Super. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Jo, wir basteln einfach mal zusammen. Letztens haben wir uns einen Sketch ausgesucht, mit dem wir eine Karte gemacht haben. Heute ein Stempelset. Wir haben eben lange überlegt, warum wir uns ausgerechnet dieses Set ausgesucht haben. Und dann haben wir beschlossen, da müssen wir jetzt durch. Ja, ich denke, es liegt an Mutter- und Vatertag. War der Gedanke, Mutter ne? und Vater aus. Ja, Müssen wir okay, durch. da müssen wir jetzt durch. Okay, wir legen gleich los. Ja, was erwartet dich sonst auf meinem Kanal? Viele Ideen und Anleitungen, und wenn sie dir gefallen, dann gib mir doch einen Daumen hoch. Abonniere am besten gleich meinen Kanal und schau unbedingt auf Annalenas Kanal. Ich verlinke den auch. Auch da Daumen hoch, abonnieren, wird gern gesehen. Die Informationen zur 14-Tage-Challenge Kartenfrühling findest du auch auf meinem Blog. Den verlinke ich dir im Beitrag unten in der Beschreibung. Jo, jetzt geht's aber wirklich los. Genug gefaselt. Stempelset steht da. Farben haben wir aktuell auf dem Tisch: Olivgrün, Sahara-Sand, Mangogelb. Jo. Zugeteilt wurde der Vater für Annalena, die Mutter für mich. Das mache ich auch gerne. Ich weiß nur schon, dass meine liebe Mama diese Karte nicht bekommen wird. Beziehungsweise ich bin mir noch nicht sicher. Ich möchte ihr noch etwas Persönlicheres machen als die Karte mit dieser Lady. Wobei, Mama versteht ja Humor. Herzliche Grüße nach Thüringen. Und ich bin mir sicher, dass, wenn meine Mutter die Karte für meinen Vater sieht, sie auch eine haben will. Oh. Mal gucken. Oh, dann schauen wir mal. Okay, also ich habe mir schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ja gehört, du hast es auch gemacht. Ja. Ja. So, wie machen wir das jetzt? Wir zeigen parallel, was wir tun. Ich erzähle mal kurz, was ich mir hier zurechtgeschnippelt habe. Mir fiel eine Kartenform ein, wo ich mal so Karten zur Geburt gemacht habe. Ist eine Pop-Up-Karte. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Wir nennen sie heute Pop-Up-Karte. Dafür habe ich schon mal einen Kartenrohling in Olivgrün zugeschnitten in 21 x 14,8 cm, eine Auflage mit 5 mm Mattung, also 5 mm kleiner in beide Richtungen, dann also 10,0 x 14,3 cm. Die habe ich beide zusammen durch meine Stanzmaschine, richtig? Ich nenne es auch Stanzmaschine. Ich nenne es auch Stanzmaschine. Durch die Stanzmaschine gedreht, mit dem Oval, mit einem der größeren Ovals. Locker, und dann habe ich hier nochmal das Teil geprägt mit dem Mauerwerk. Ja, super, danke schön. Ja, das ist perfekt. Weil ich habe das deswegen nicht zusammengeklickt, weil ich den Kreis dann einzeln brauche. Also das Oval brauche ich dann einzeln. Fiel mir auch dann wieder ein, so beim Arbeiten, ich denke, lebe mal nicht zusammen, es wird schon seinen Grund haben. Und dann hinterher merkte ich, deswegen nicht. Okay, dann habe ich so ein paar Buchstaben, du siehst schon, das könnte Danke werden. Designerpapier und für die Mechanik innen drin ein Stück 10. Nee, 10 ist völlig falsch. 20 x 14,3 cm und gefalzt bei 5, 10 und 15 cm. Und damit nichts schief geht, habe ich mir auch schon mal die Klebeflächen aufgezeichnet. Ja, wir arbeiten wieder mit allen Tricks. So, und du so? Ja, also ich habe so eine schlechte Klappkarte. 14,5 mal 10,5. Und vielleicht ein bisschen ungewohnt, das schöne Gartendesigner-Papier. Ja. Aber mein Vater liebt es, im Garten zu arbeiten. Und dann dachte ich mir, das wäre doch mal was. Ja. Okay, sonst hätte ich jetzt gefragt, freut sich die Männer, aber wenn du das sagst, dann passt das. Ich klebe dieses Stück hier schon mal rein, indem ich das Feld rechts außen mit Flüssigkleber eingestrichen habe und das Ganze jetzt halte. Ich zeige das gleich nochmal hoch. Ich muss mich auch mal selbst vergewissern, dass es richtig ist. Aber was eine Weile nicht gemacht hat, kann auch immer was schief gehen. So, zeige ich mal kurz hoch. Ich habe hier das ganze Teil, 20 cm x 14,3.
in die 5er Abschnitte geteilt, klappe das zweite Feld auf das erste Feld und habe hier dieses komplette Feld und streiche jetzt Klebstoff nochmal ein, in der Hoffnung, dass ich nichts falsch mache. Ich mache das einfach. Und zwar dieses Mal streiche ich hier ein. Nicht ganz bis zur Hälfte und nicht ganz an den Rand, weil wir haben hier mit Mattung zugeschnitten. So, fällt in die Kategorie schwierige Dinge leicht gemacht. Und das, wie gesagt, klappe ich jetzt einfach hier eingestrichen hier auf. Meinst du, es wird funktionieren? Denke ich doch stark bei dir. Das sagst du so. Sonst machst du es halt nochmal, ne? Ja. In deinem jugendlichen Leichtsinn Ja. sagst du das einfach so. Dem Motto. Mach mal. Mach mal, genau. Super. Ja, es hat funktioniert. Also, noch schön andrücken. Ja. Ja, wie du siehst. Hätte sie ja Inside-Out-Karte genannt. So in den Raum geworfen mit meinem Englisch. Mhm. Nach dem Motto, da kann ja nichts passieren, es ist ja mein Englisch. Ich kenne die Gartenform so noch gar nicht, deshalb lasse ich mich mal überraschen. Okay. Die ist auch nicht der Kracher, die ist auch einfach nur so. Ne? Das ist also jetzt wirklich nicht, also es fällt nichts raus, es kocht keinen Kaffee, es bewegt sich halt nichts. So, jetzt habe ich auf der rechten Seite vom Oval Klebstoff aufgebracht und jetzt nehme ich das Oval und setze es passgenau hier rein. Passgenau, sag ich noch. Das klemmt. Ich sag noch passgenau. Ich drehe das, ich setze es nochmal neu. Ich muss mal die Karte kurz drehen. Ich habe mir mal ein Stück Schmierpapier genommen zum Stempeln. Ja, mach mal. So. Super schön. Kann man machen, ne? Ja, finde ich eine schöne, schnelle Technik. Ja, jetzt fehlt uns nur noch das Mauerwerk. Auch das kleben wir jetzt endlich auf. Ich glaube, das Oval ist minimal falsch rum drin. Und dadurch klemmt das an einer Ecke. Aber auch nicht. So, jetzt kommt der Moment, wo ich merke, ich habe was vergessen. Ja. Ich wollte doch noch eine Schleife aufbringen. Und die möchte ich jetzt mal schnell noch dazwischen bauen. Also die Technik liegt schon so da. Auch ich ein Schmierpapier. Schieb mal deinen Männer wieder ein bisschen in die Mitte, weil ich bin jetzt hier mit irgendwas beschäftigt. Ja, ich bin hier am ne? Ton im Ton stempeln. Okay, Was haben wir gesagt? Sahara-Sand auf Sahara-Sand. Das ist natürlich cool. Das ist immer eine schöne Sache. Nicht viel zu wenig. So, und ich koloriere jetzt dieses Saumband in Knitteroptik. Ich habe das auswendig gesagt. Und wollte das nämlich noch hier vorne auf das Papier bringen. Unten. Das heißt, ich lege es hier hin und tue es jetzt in den Klebstoff drücken. So gerade wie möglich. Hier nochmal rum. Und drücke es hier rein. Und jetzt wische ich mir wieder mal die Hände ab. Alles klebt. Ergänze den Klebstoff noch ein kleines bisschen, aber der klebt eigentlich. Und setze das Ganze hier vorne auf. So, dass ich mein Oval weiterhin gut benutzen kann. Läuft. Ja, funktioniert noch. Nächste Sache. Hier innen rein. Ich hätte natürlich, muss ich mal kurz überlegen. Ich liebe ja Experimente. Ich setze jetzt dieses Teil Tatsache hier drauf. Einmal fertig durchdenken. Hätte es drunter setzen wollen. Habe ich aber versäumt. Also setze ich es drauf. Und zwar nehme ich dieses. Zugeschnitten in 13,8 mal 4,5. Und das setze ich genau hier drauf. Müsste trotzdem die Technik nicht beeinflussen. Und vorne gibt es nochmal einen anderen Effekt. Was hast du aufs Fähnchen gestempelt? Ich habe genau das Fähnchen. Ja. Und habe jetzt
eigentlich Masking Tape draufgeklebt, um einen Teil des Stempels abzukleben, weil der Ja. zu groß ist, damit ich den untereinander Ja. bekomme. Ja. Habe aber natürlich vergessen, das Masking Tape abzuziehen. Das kenne ich auch. Aber das geht noch an der Stelle. Und ich sage ja immer, das erste ist der Prototyp. Dann lernt man da wenigstens raus. Wir können doch eigentlich alles retten, oder? Genau. Haben wir schon mal was weggeschmissen? Also Masking Tape auf den Kleber. Super. Auf den Kleber, auf den Stempel. Stempel. Dann das Masking Tape abziehen. Ja. Vielleicht hätte ich ihn mal zwischendurch reinigen sollen, aber was soll's. Aber man muss auch mal Opfer bringen. Passiert auch so. Ich setze hier zwischendurch mal ein kleineres Oval mit dem Rand auf. Mal extra andersrum. So. Technik funktioniert immer noch. Ist schön. Schleift auch nur minimal. Und jetzt habe ich das Oval, wo die Mutti drauf kommt. Dann nehmen wir uns mal die Mutti raus. Und das Ganze auf einen Stempelblock. Wir kolorieren mit den Blends. Ich habe ja dann was von Kleiderpüppchen anziehen. Hattet ihr früher auch Kleiderpüppchen? Ja, ich hatte die noch. Ne? Siehst du? Aus Papier meinst du? Ja, ja, außer Papier. Ja. Außer dem Papier. Ich darf mal einmal kurz. Na klar, ich bin ja auch fertig. draufhauen. Was, du bist fertig? Also mit Stempeln? Achso. Ja, heute. Ich sage ja, ich bin gut vorbereitet diesmal. Mann, Mann, Mann. Pass auf, du. Denk noch, ich wäre schnell. Nix. Brauchst du, demnach brauchst du auch kein Memento. Nee. Ein Stempelkissen ist noch ein Reinigungs... Wie heißt die Reinigungskiste? Ich glaube, es heißt offiziell Schrubberkiste? Säuberungskiste. Säuberungskissen. Okay. Ja. Was auch Nennen wir das so. Kissen oder so. Schubkiste, genau. So, ich habe die Mutti jetzt fertig. Die kommt hier drauf, aber vorher wird sie koloriert. Werden wir sie mal kolorieren. So, jetzt, Annalena, gib mal einen Tipp. Ich will ein Feld leer lassen. Ja. Ich habe die Möglichkeit, das Danke auf das Leere zu schreiben mit den grünen Buchstaben Ja. oder mit Weiß auf das mit den Buchstaben. Finde ich ein bisschen schöner. Ich auch. Gut. Wir sind uns einig. Haben wir geübt vorher, ne? Ja, Wie war genau. das? Gut. Haben wir. Lange. Wurde Ich habe dich mir- geschlagen. Oder? Genau, wurde mir eingebläut. Eingebläut, das war das Wort, was ich gebrauchen wollte. Wir bläuten es uns ein. So. Genau, währenddessen kämpfe ich hier mit Faden. Alles wird. Weiß, das macht sonst dein Männer, richtig? Ja, genau, der kann das richtig gut. Da war doch was. Okay, habe ich das Danke ganz akkurat drunter oder ein bisschen verwuschelt? Wird so ein bisschen Verwuschelt, ne? verwuschelt, weil wenn es dann ein bisschen abrutscht, dann fällt das gar nicht auf, dann ist das kenn's nicht. gewollt. So ist das schon. So. Ich will ja nachher noch, also wenn Annalena ein bisschen länger braucht als ich, haha, dann will ich doch noch eine Idee zeigen. Ich habe noch eine Idee. Denn für eine Karte einen passenden Umschlag schnell mal eben selber machen. Kann man machen, ne? Wollte ich machen. So, dann nehmen wir Savanne Dunkel für den Kopfschmuck. Die Haare. Und dann ein bisschen Savanne Hell, weil Muttis sind ja oft schon Bisschen heller. ein bisschen heller, ne? Altersblond zum Beispiel. Meine Mama ja nicht. So, das ist die Mutti. Und dann trägt sie heute mal einen gelben Rock. Das hat sie sich verdient. Ja? Wenn deine Mutti demnächst ankommt und sagt, sie möchte einen gelben Rock haben, ne? Dann weißt du, wo es herkommt. Ja, aber meine Mama hat schon stilvoll coole Klamotten, sag ich's mal so. Immer begeistert. Nicht so wie ich, nur im fröhlichen Schwarz, sondern durchaus. Ja, habe ich nicht übernommen. Ich habe mir das fröhliche Schwarz beigebracht. So. Ja. Ja, kann man machen. Muss man nicht, aber kann man. Und dann unten an die Füßchen noch ein paar Schuhe. Aber wie gesagt, die Karte ist ja wie jemand anders, weil man bekommt Blumenkarten.
Ganz schlecht ist es nicht, finde ich. Nö. Kann man machen. Naja, kommt natürlich nicht an dein. Ich finde das cool. Total cool, du. So richtig cool. So super toll. Da kommt sie drauf. Mit Abstand? Mit Abstand. Abstand. Es geht ja heutzutage nichts über Abstand. So, also nehmen wir mal Abstandsklebepunkte und setzen sie locker hier drauf. Sonst vergeht schon wieder die Zeit. Annalena, wenn es jetzt an der Tür klingelt, dann flitze ich runter, liefere eine Bestellung und du übernimmst die Lage hier. So. So, da klebt sie. Ja. Kann man machen, ne? Ja. Jetzt ist die Frage, ob ich da vorne drauf klebe zum Muttertag. Kannst du mir mal suchen helfen? Das ist ja schon wieder... Also auf der Verpackung habe ich es schon mal gefunden, ne? Super, das Stempelset, gut gesagt, hat drin Muttertag und Vatertag. So, Jahre später. Ein Zum habe ich gefunden, fröhlich. Und jetzt fehlt mir nur noch das Muttertag. Ich habe das auch noch nicht ordentlich geklebt, mein Stempelset. Das schwächelt. So, müssen wir mal gucken, wie wir das hier schnell weitermachen. Wir nehmen noch mal dieses, nämlich das nicht. Bist du fertig? Jo. Mann, ey. Ich wollte einmal schneller sein als du. Ja, das hat dir natürlich gelungen. Jetzt darfst du ja den Handlanger spielen, oder? Ja. Kannst schon mal die Stempel zurückpacken. So. Das Zum ist leicht schief, aber das ist der Moment, wo der Beschenkte sieht, die Beschenkte sieht, es ist Handarbeit. Und auch jetzt kommt der Moment, wo noch mehr Handarbeit zum Einsatz kommt. Wir schneiden nämlich mal ebenso ein Schild aus. Mal eben. Ja, da können wir nichts. Machen wir einfach so. Schwuppdiwupp. Ich nehme für das immer das Ja. Schneidebrett. Ehrlich? Ja. Ich habe mich so sehr an die Schneidebrett gewöhnt, dass ich auf Arbeit denke, ich müsste da mal nachgreifen. Da jetzt ein Ruckel im Bild ist, okay? Aber es ist nie da auf der Arbeit. Naja, ist natürlich ärgerlich. So, naja, pass auf, Annelene. Wir machen gleich nochmal, ich würde dich jetzt hier mal so spontan zum Hilfsarbeiter wäre falsch, zum Hauptarbeiter an meiner Karte. Was ist hier los? Das letzte Stück? Das gibt's ja gar nicht. Sehen, ob das funktioniert. Also, streichen das mal ein. Du kannst dich schon mal, wenn du möchtest, also du möchtest, ja? Ja, ich möchte. Dachte ich mir, damit auseinandersetzen, dass du mir das Danke da reinklebst. Ist es okay? Ich hätte auch im Regal da Präzisionskleber, wenn du möchtest. Möchtest du? Ich habe Oder? Kleber dabei. Okay. Dann habe ich hier das Danke und ich tue dann nur noch die Schleife draufsetzen. Ja, das Danke da abwärts. Das geht. Und jetzt mache ich mal schnell eine Schleife aus dem letzten Schnipselband. Das ist mir auch noch nicht passiert. Die Buchstaben sind auch inzwischen heimlicher Favorit bei mir geworden, Ja, muss ne? ich sagen. Also, Das ist also, kann man so viel mitmachen. Vor allem Wörter schreiben. Ja. Aha, ja. So. Auch. So, die Frage ist, ob dieses Stück Band reicht für meine Schleife. Hätten wir das gewusst, hätten wir vorher nicht so großzügig geschnitten. Ganz klar. Kein Mensch ahnen, dass sein Lieblingsband irgendwann mal leer geht. Nee, also es geht gar nicht. Also, wie das passieren konnte, das ist wirklich ein Unding. So, aber wir haben es gleich geschafft. Eine kleine, aber feine Schleife. Hände kleben auch. So muss es sein. Naja, hatte ich gesagt, ich wollte noch einen Umschlag machen. Ja, habe ich gehört. Ja. So, jetzt nehme ich einen Glue Dot, einen Mini-Klebepunkt, setze mein Schleifchen drauf, ziehe mein Schleifchen ab, greife kurz mal hier zwischen, drücke hier an und da sitzt vorne das kleine Schleifchen und Annalena klebt weiter. Ja, wenn das eh nicht bei mir am Daumen festkleben würde. Super. So. Ja, perfekt. Was sagst du dazu? Nicht schlecht.
Mensch. Sehr schön geworden. Ja, ebenso. Mhm. Auch sehr schön geworden. Super, jetzt können wir doch schon mal unsere Werke Genau. einrücken. Ein Stempelset, 2 Karten, eine für die Mutti und eine für den Vati. Super. Und soll ich noch den Umschlag zeigen? Oder nicht? Ja, mach mal. Ich erzähle noch zwischendurch was zu meiner Karte. Mach mal und ich hab bereite dich mich mal vor. gut gesagt genutzt. Ich habe die klitzekleinen Grüße genutzt. Für den besten Papa. Ich habe ja versucht, das so mit dem Masking-Tape ein Teil abzukleben. Hat nicht ganz hingehauen. Dann habe ich es einfach einmal abgestempelt und noch ein paar Mal drauf, als ob das gewollt sei. Ja, das finde ich auch eine gute Lösung. Richtig cool aus. Super. Man kann das Schöne auch für Karte. andere Sachen nehmen. Geht auch mit Hund. Geht auch mit Hund. Mensch. Das ist nicht schlecht. Ja, ne? So, die Kartenform geht schnell. Ist super. Ist auch ein schöner Sketch wieder, ne? Ja. Muss man sagen. Okay, also, ich bin durchaus begeistert, weil ich hatte so ein bisschen Sorge, als wir dann mit dem Set immer unglücklicher wurden, richtig? Was das wohl werden soll. Aber jetzt kommt noch schnell der Umschlag. Und zwar habe ich mir ein Stück Designerpapier zugeschnitten in 20 x 20 cm und mache daraus einen schnellen Umschlag. Natürlich kann man 1000 verschiedene Varianten für Umschläge nehmen. Ich mache das so. Ich lege diesen diagonal ein, dieses Papier, oben bei 8 cm und unten ruckel ich rum, auch bei 8 cm die Spitzen. Bisschen crazy. Aber das Gefühl ist nicht quadratisch, aber es wird schon werden. Auch mein Liebling. 20. Mir würde schon mal so gegangen, dass ich dachte, es wäre nicht quadratisch. Es ist quadratisch. Also 20 x 20. Linke Seite haben wir fertig, rechte Seite genauso, also einmal gedreht das Ganze und nochmal bei 18 cm eingelegt. Geht so. Eine Falzlinie, dann haben wir die zwei schon mal die Ecken. Mhm. Und jetzt haben wir es gefaltet, nehmen wir die Spitze und legen ein bei, sagt der Spicker, 5,5. Gleiche Technik, die Mitte 5,5 und du ahnst es, mein Umschlag wird am Ende, na, wie groß wird er? Oh. 8 plus 8 ist 16 und 5,5 plus 5,5 ist 11 ungefähr. Also 16 mal 11. Genau, und das mache ich auch in die andere Richtung wieder. 5,5. Das muss ich mir merken, die Maße. Naja, du weißt ja, was du für die Karte möchtest. 20 und dann die Kartengröße, Ja. also der Umschlagsgröße. Ich habe ein bisschen größer als die Originalkarte. Und davon immer die Hälfte eingelegt. Mhm. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Der Rest ist Schneidearbeit mit Schere. Das ist wie früher, da haben wir auch schon geschnitten mit der Schere. Auf der einen Seite mache ich das, muss ich nur finden. Tatsache so, da ist also praktisch hier die Klappe oben. Und da schneide ich hier drüben so eine kleine Rundung. Und in die andere Richtung von dem kurzen Schnippel schneide ich es einfach so ein bisschen schräg. Das drehe ich um und hoffe, dass ich die Rundung noch drauf habe. Eins. Und hier drüben einfach so ein bisschen schräg. So, das ist meine Klappe oben. Wer hat, rundet die Ecken ab. Wer es nicht möchte, lässt es natürlich. Ich mache das auch nur oben und unten. Das klappe ich rum. Das klappe ich rum. Hier unten lasse ich den Schnipsel übrigens dran. Stört mich nicht. Dann lege ich das hier drauf. Nehme mein doppelseitiges Abreißklebeband und klebe das jetzt ganz knapp hier lang. Reißklebeband, hast du gesehen? Ja. Das reißt von selber ab. Das ist nicht zu fassen, nur. Ich und mein Abreißkleber. Jetzt ziehe ich schon mal die Schutzfolie ab. Ummelkram Nummer 1. 2. Andere Seite auch. Ganz knapp. Nicht bis ganz unten. Nee, das habe ich Nicht, auch dass mal man was festgestellt, sieht, als genau. ich das Rum mal gemacht habe. und drauf. Ja, das funktioniert. Mal sehen, Sehr ob die schön. Mutti reinpasst. Mal gucken wir doch mal. Schauen wir doch mal. Die Mutti verstecken wir. Jetzt könnten wir die Lasche da oben sogar hier reinpopeln. Passt nicht ganz, also tun wir so oben drüber, kleben dann zu, aber fertig ist mein Umschlag. Sehr schön. Kleiner Tipp, wenn man es wegschickt mit der Post, was machst du jetzt? Einen weißen Streifen unten drauf. Richtig, genau. Hier einen weißen Streifen, da einen weißen Streifen.
Briefmarke da oben und nicht irgendwelchen anderen Schnicki-Kram, wo die Post denken könnte, das wäre eine Briefmarke. Mag sie Ne, nicht. es wäre auch ganz schön, habe ich gelernt, hier Mhm. unten weißen Streifen, damit sie einen Strichcode draufhauen können. Sehr gut. Siehst du? Genau. Und ich habe hier nämlich so einen Zettel, da steht das alles, damit ich in Zukunft immer genau weiß, die Karte mit den Maßen passt für dieses Porto oder passt nicht. Jo, also 2 Karten für euch und einen Umschlag. Mehr geht nicht. Jo, wir sind fertig. Ja. Wolltest du mich noch was fragen? Nein, oder? Doch, sag. Ich wollte mal wissen, was hättest du dir denn gewünscht an neuen In-Colors? Ach so, apropos, neuer Katalog ist ja schon draußen. Wir, also für uns, wir dürfen uns schon mal vorbereiten auf das, was wir euch dann Tolles als Vorschläge bieten können zu neuen Produkten aus dem Stampin' Up Katalog. Die Ausverkaufsliste ist gerade im vollen Gange. Haltet euch ran, falls ihr noch irgendwelche Schätze wollt. Fragt bei uns nach, wir sagen euch das gern, was es gibt, was es nicht gibt, was in den neuen Katalog reingekommen ist. Genau, ja, was hätte ich gern in Colors, ne? Was hätte ich gern gehabt? Ja. Ein Was fehlt mir krachendes, noch so? cooles Orange. Also es muss nicht mal so richtig krachend sein, aber es muss cool sein. Am liebsten so, wenn man sich erinnert, die Älteren unter uns werden sich erinnern an Pfirsich pur. Krachte gar nicht so sehr, aber am Ende krachte das doch. Mochte ich sehr. Mhm. Das wäre so was ich durchaus brauchen würde. Ja, einen Braun hätte ich auch noch genommen, aber wir sind jetzt auch einfach mal zufrieden, was wir gekriegt haben. Ja, Ne? genau. Was bleibt uns anders übrig? Da werden wir schon im Laufe des Jahres immer mehr merken. Wird cool. Ist cool. Jo, das war's, oder? Sehr schön. Lass mich noch was fragen. Nö, Nächste Mal, ja? genau. Machen wir mal Man wieder. muss das aufteilen. Ja, genau, okay. Okay, fertig sind unsere Projekte. Wir hoffen, dir hat unser Video gefallen. Dann gib doch einen Daumen hoch. Willst du die Ideen nachbasteln, dann speicher dir am besten das Video gleich in einer Playliste. Dann brauchst du später nicht lange suchen, Fragen an mich oder Annalena direkt stellen. Abonniert meinen Kanal und natürlich auch den von Annalena. Klickt auf die Glocke neben dem Abo-Button, dann verpasst ihr keine unserer weiteren Videos. Ja, alles andere an Infos haben wir verlinkt. Jetzt können wir noch sagen, gute Zeiten, kreative Zeiten und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns drauf. Dein Angela von der Stempelfamilie und Annalena.